Hallo zusammen, heute ist das Thema Flüssigkeiten überprüfen im Motorraum. Wie öffne ich die Motorhaube? Was habe ich zu überprüfen? Wo befindet sich etwas? Bauteilbeschreibung. Und welche Flüssigkeiten verwende ich? Los geht's. Als allererstes muss ich sagen, es ist eine, sage ich mal, aus meiner Erfahrung so die Standardvariante. Klar, es gibt den einen oder anderen Hersteller, der macht das anders oder versteckt es irgendwo oder ja, ich gehe mal von der Masse aus. Und so wie ich das vorstelle, wird es sich grob an die meisten Autos orientieren. Ja, ansonsten im Handbuch nachschauen. Ihr habt die Bedienungsanleitung und da könnt ihr nachlesen, wo ihr welche Bauteile findet oder wo ihr was nachzufüllen habt. Das ist das sicherste überhaupt. Als allererstes solltet ihr lernen, den Fahrzeugschein zu lesen. Es gibt so 2, 3 Felder, vielleicht auch 4, wo relativ wichtig sind, um zu sagen, okay, so und so sieht es aus. Das kann ich eingeben, weil ihr eben Programme braucht, die euch da unterstützen. Also so würde ich es euch empfehlen, so würde ich es am einfachsten auch machen. Als allererstes die Schlüsselnummer lesen zu können. Und zwar ist es die oben die 2:1 und 2:2. So, und dort findet ihr dann eine Zahlenkombination, die ihr als sogenannte KBA in euren Berater eingeben könnt. Ich werde euch da mal auch einen Ölberater zum Beispiel vorstellen und da werden wir zusammen das Fahrzeug einfügen. Als zweites Feld ist es wichtig, welches Baujahr das Fahrzeug hat. Es gibt in Fahrzeugscheinen die Erstzulassung und das Baujahr. Ja, und das Baujahr ist wichtig, um herauszufinden, welches Modell wir genau haben. Das dritte wäre die Leistung des Fahrzeugs, wo auch unterschieden wird. Das seht ihr dann hier. Und was auch nicht ganz unbedenklich ist, ihr habt bei manchen Fahrzeugen, also wir nehmen hier gerade ein Beispiel von einem VW, da habt ihr im Fahrzeugschein den Motorcode sogar drinstehen, also welcher Motor bei euch verbaut ist. Das kreise ich euch gleich ein und das ist dort. Als nächster Part ist es, ihr solltet wissen, wo die Motorhaube geöffnet werden sollte. Im Regelfall ist es dort, wo ich euch gleich mal ein paar Bilder einblende. Da habe ich ein paar Beispiele. Nehmen wir mal den BMW, dass der Hebel für die Motorhaube unten links sich befindet. Bei manchen Fahrzeugen steht sogar zweimal, also bei manchen BMWs muss man da zweimal ziehen, also in diesem Fall aber nur einmal. Einmal ziehen und dann ist die Motorhaube quasi entriegelt und ihr müsst die Motorhaube öffnen. So, ihr habt da noch einen Mechanismus versteckt, den ihr umlegen müsst, damit quasi die Verriegelung sich entriegelt. So, des Weiteren blende ich euch ein Bild ein, wie das bei einem Citroën aussieht und das nächste Bild zeigt euch, wie das an einem Ford aussieht, also auch ziemlich ähnlich. Und das letzte Beispiel ist an einem VW. Da sieht man, wie die Motorhaube geöffnet werden kann. Also alle 4 Beispiele sind ähnlich, klar, aber das ist nicht die Ausnahme. Es gibt wirklich Fahrzeuge, die verstecken das im Handschuhfach oder haben wirklich ganz blöde Methoden entwickelt, ihre Motorhaubenöffnungshebel zu verstecken. Bei Mercedes liegt der Hebel im Fußraumbereich. Wenn ihr reinschauen würdet, oben an dieser Abdeckung. Das ist ein roter Hebel und da könnt ihr die Motorhaube öffnen. Als nächstes haben wir einen Motorraum eines VWs. Zu eurer Linken seht ihr den Ausgleichsbehälter. Er ist relativ durchsichtig mit einem blauen Deckel und unten dran sieht man ganz leicht diese Minimum-Maximum-Markierung. Diese Minimum-Maximum-Markierung sollte im kalten Zustand am besten irgendwo da dazwischen sein. Also ob jetzt, sage ich mal, eher bei Maximum seid oder in der Mitte, ist es okay. Bei Minimum müsst ihr etwas nachkorrigieren. Drunter befindet sich der Deckel mit dem Wischwasser. Er ist blau und hat so ein Spritzsymbol. Da könnt ihr eure Flüssigkeit für die Windschutzscheiben einfüllen. Ihr solltet darauf achten, dass die Flüssigkeit für den Sommer eine andere ist wie die für den Winter. Im Sommer reinigt ihr die Insekten von der Scheibe und im Winter habt ihr einen Frostschutz drin oder einen Enteiser, damit die Scheiben nicht einfrieren. In der Mitte, etwas links, sehen wir den schwarzen Deckel. Das ist der Öleinfülldeckel. Dort füllt ihr das Öl nach.
und etwas unten, orange oder manche machen das auch gelb, ist der Ölmessstab. Dort könnt ihr ziehen und feststellen, wie hoch der Stand des Motoröls ist. Ich würde euch vorschlagen, bevor ihr das Öl misst, lasst ihr das Auto ganz kurz mal 10 bis 15 Sekunden laufen, stellt das Fahrzeug ab und misst dann den Ölstand. Ich zeige euch aber gleich, wie das ganz genau funktioniert. Ich blende euch mal was ein. Auf diesem Bild seht ihr, wenn ihr den Ölmessstab herausgezogen habt, wo sich der Ölstand genau befindet. Ihr zieht das erste Mal den Ölmessstab, macht den komplett sauber mit irgendeinem Tuch oder mit einem Lumpen, sage ich mal, steckt den Ölmessstab nochmal rein und zieht ihn raus. So, und dann habt ihr dieses Bild und seht, was genau der Ölstand sagt. Also nochmal, zwischen Minimum und Maximum habt ihr ungefähr 1 Liter. Ich würde immer empfehlen, wenn ihr beim Minimum circa seid, wie gesagt, ungefähr 1,5 Liter nachfüllen. Und dann nochmal kontrollieren, gegebenenfalls nochmal etwas nachkippen. Ihr solltet nicht über Maximum hinauskommen, ihr solltet aber auch nicht unter Minimumstand sein. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, das turbo aufgeladen ist, ja, dann gibt es da Risiken, dass das Öl nicht richtig ablaufen kann. Genauso, wenn ihr zu viel Öl einfüllt, habt ihr das Problem, dass die Kurbelwelle im Öl planscht und dann das Öl anfängt zu schaumen und ihr dann einen Motorschaden erleidet. Und guckt bitte, dass der Ölstand zwischen Minimum und Maximum sich befindet. Am besten ist natürlich in der Mitte. Kommen wir als nächstes zum Hyundai. Beim Hyundai ist es wie beim VW auch. Unten links befindet sich der Hebel für die Motorhaube, den ihr zieht und entriegeln könnt. Also die Haube ist erstmal entriegelt und muss dann geöffnet werden. Im Motorraum seht ihr zu eurer Linken den Behälter für das Wischwasser, der blaue Deckel. Guckt einfach die Symbole an. Ihr schaut einfach die Symbole an und ihr seht, das ist immer so diese Scheibe, also diese Form einer Scheibe mit Spritzwasser drauf. So. Und dort füllt ihr euer Spritzwasser nach. In der Mitte, etwas links oben, seht ihr den Öleinfülldeckel und unten diesen gelben Ort, das ist der Ölmessstab. Und etwas rechts davon seht ihr den Kühlwasserdeckel. Bitte achtet darauf, dass ihr die Kühlwassermenge richtig wählt und dass ihr darauf achtet, dass ihr nicht bei heißem Fahrzeug die Deckel öffnet. Ihr könnt euch schwerstens verbrennen. Also macht das bitte, wenn das Fahrzeug im kalten Zustand ist oder sich, sage ich mal, nach einer langen Zeit ausgeruht hat. Ich sag mal, nach einer Stunde könnt ihr da auch mal beruhigt rangehen und den Deckel öffnen, aber davor nicht. Und wieder das gleiche Prozedere. Ihr zieht den Ölmessstab heraus, ihr macht den erstmal ordentlich sauber, den Ölmessstab, steckt den wieder in den Motor rein und kontrolliert die Minimum-Maximum-Stelle. Also ihr seht oben den Punkt, das ist das Maximum und unten ist das Minimum. Als nächstes haben wir den Ford. Unten links im Fahrerfußraum seht ihr den Hebel, um die Motorhaube zu entriegeln und später dann zu öffnen. Im Motorraum seht ihr zu eurer Linken den Ausgleichsbehälter. Da gibt es auch einen Minimum- und Maximumstand, den ich euch einblende. Drunter ist der blaue Deckel mit der Flüssigkeit für das Wischwasser. In der Mitte, etwas links, seht ihr den Öleinfülldeckel und drunter der gelbe Ölmessstab, den ihr herausziehen könnt. Und wie immer das gleiche, ihr zieht den Ölmessstab heraus, macht ihn sauber, steckt ihn wieder ein, holt ihn wieder raus, schaut, auf welchem Stand sich das Öl befindet. Und wie ihr seht, ist der Stand, unten ist Minimum, oben ist Maximum, er befindet sich bei ungefähr 3/4. Im Motorraum etwas rechts befindet sich der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit. Da könnt ihr auch den Stand kontrollieren. Falls etwas nötig ist, um das aufzufüllen, findet ihr auf dem Deckel, was ihr einzufüllen habt oder beziehungsweise mit was ihr die Bremsflüssigkeit mischen könnt. Es gibt bestimmte Bremsflüssigkeit, die mischbar ist und deswegen müsst ihr euch im Vorhinein informieren, aber da gibt es, wie gesagt, auch einen Berater, wo ihr das machen könnt. Das werde ich euch zum Schluss dann einblenden. Als nächstes haben wir einen Citroën-Motor und da findet ihr auch zu eurer Linken den Ausgleichsbehälter für das Wasser. Bitte nicht bei heißem Motor öffnen, den Deckel, nicht, dass ihr euch verbrennt. Drüber ist der Behälter für das Wischwasser mit dem blauen Deckel. Dort könnt ihr das Wischwasser auffüllen, da ist auch wieder das Symbol drauf.
In der Mitte befindet sich der Öleinfülldeckel und etwas rechts unten befindet sich der Ölmessstab. Auch wieder das gleiche. Ihr zieht den Ölmessstab raus, macht ihn sauber, steckt ihn wieder rein, zieht den raus und schaut, wie der Ölstand ist. Zu der rechten Seite, da befindet sich oben der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit. Dann kann man den Stand ablesen. Die Behälter sind ja durchsichtig oder relativ durchsichtig. Und wenn ihr dann nicht wirklich seht, wie der Stand ist, ihr könnt auch von der Seite oder von oben ranleuchten, dann werdet ihr den Flüssigkeitsstand besser sehen. Zu eurer Rechten befindet sich dann auch eine Batterie, die gerade geladen wird. Als letztes Beispiel zeige ich euch an einem BMW, wie ihr den Ölstand prüft. Und da habt ihr unten im Fußraum auch einen Hebel. Bei dem einen oder anderen muss man das zweimal ziehen, das steht aber auch dran. Dann habt ihr quasi einmal die Entriegelung und dann die Öffnung. Gehen wir dann zum Motorraum über. Im Motorraum seht ihr zu euren Linken den Wischwaschbehälter mit dem Symbol. Der ist diesmal nicht blau, sondern schwarz, aber das Symbol erklärt auch, dass es sich um Wischwasser handelt, denn das Symbol ist eigentlich immer das gleiche, im Regelfall. Dann seht ihr etwas mittig links den Öleinfülldeckel. Und was sehen wir nicht? Einen Ölmessstab sehen wir nicht. Also den gibt es auch nicht, denn bei diesem Auto wird der Ölstand über den Bordcomputer abgelesen oder quasi das Kombi-Instrument oder eure Infotainment-Anlage. Also ihr habt das in Art quasi im Bedienfeld. Was die Bedingungen dafür sind, sagt euch dann das Auto. Im Regelfall muss das Auto betriebswarm sein und dann zeigt er euch den Stand zwischen Minimum und Maximum. Wie gesagt, auch dort wieder ungefähr 0,75 bis 1 Liter Öl. Gibt bitte etwas nach, korrigiert dann lieber nach, wie das ihr zu viel drin habt. Auf der rechten Seite befindet sich unten der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit. Bitte wieder aufpassen, nicht bei heißem Fahrzeug öffnen. Und den Deckel könnt ihr aufschrauben. Es gibt auch quasi einen Verschlusspunkt, in dem der Deckel dann auch zu ist. Das wird euch dann angezeigt an der Markierung. Den Deckel öffnen und dort ist entweder ein Schwimmer oder ein Stand, wo ihr dann ablesen könnt über den Minimum- oder Maximumstand des Fahrzeugs. Jetzt zeige ich euch, wie ihr herausfindet, welches Motoröl oder welche Flüssigkeiten ihr in das Fahrzeug einfüllen könnt. Ihr geht einfach mal bei Google unter Ölberater, klickt dann als Beispiel auf wir nehmen den Motul Ölberater, klicken da drauf, dann taucht ein Fenster auf. Dort gebt ihr die Schlüsselnummer ein, also zu 1 und zu 2, so wie ich es euch vorher erklärt habe. Als nächstes wählt ihr das richtige Modell aus und quasi das passende Baujahr. Dann klickt ihr auf Daten anzeigen. Und als nächstes seht ihr, da gibt es sehr viele Optionen, zum Beispiel beim Motor, da ist der Motorkennbuchstabe inkludiert. Und das oberste Öl, das euch angezeigt wird, das ist genau das, was bevorzugt wird. Es steht auch dran, die Nutzung, das Intervall, Füllmenge und so weiter und so fort. Weiter unten findet ihr auch verschiedene Flüssigkeitsstände, die ihr abfragen könnt. Und somit könnt ihr euch selbst zum Beispiel helfen. Falls euch der Motul-Ölberater nicht passt, es gibt genügend andere. Es gibt es von Liqui-Moly, es gibt es von Castrol. Mittlerweile haben sehr viele Hersteller solche Online-Ölberater in ihrem Internet und damit könnt ihr euch wirklich selbst helfen und sagen, okay, das und das brauche ich, so kann ich die Flüssigkeiten selbst heraussuchen. Dann möchte ich euch noch was Wichtiges erzählen und zwar über die Symbole im Kombi-Instrument. Es ist nämlich ganz wichtig, dass ihr versteht, dass es bestimmte Symbole gibt, bei denen ihr nicht einfach weiterfahren könnt, sondern es ist einfach Achtung, Vorsicht, das und das und das ist. Und da blende ich euch mal ein bisschen was dazu ein und erzähle euch was dazu. Alle roten Symbole heißen anhalten, Fahrzeug abstellen, darauf achten, was für ein Symbol es war, beraten lassen. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, ein rotes Zeichen ist immer schlecht. Sei es der Generator, sei es der Öldruck, sei es irgendwie Bremse, sonst irgendwas. Ein rotes Zeichen, immer anhalten, Motor ausmachen, schauen, was es ist. Auch ein Generator kann zu Motorschaden führen. Genauso wie wenn ihr eine defekte Bremse habt, seid ihr auch dran. Also bitte da ganz besonders drauf achten. Dann gibt es die gelben Zeichen, die heißen Achtung, es ist irgendwas nicht in Ordnung, es funktioniert etwas nicht, es ist etwas ausgefallen.
Und bei der Motorkontrollleuchte, die Motorkontrollleuchte leuchtet permanent und dann gibt es noch den Unterschied, die Motorkontrollleuchte blinkt. Blinken ist schlimmer als Leuchten. Also passt da auf und wie gesagt, rote Symbole, anhalten, Fahrzeug abstellen, schauen, was ist. Wenn man nicht weiß, was es ist, beraten lassen. Meine Lehrstunden sind jetzt zu Ende. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen was beibringen und euch zeigen, wie was wo funktioniert, damit ihr selbstständig euer Fahrzeug kontrollieren könnt, beziehungsweise die Flüssigkeitsstände kontrollieren könnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.